Hi guys! Hallo Leute! We are back again. Wir sind wieder zurück. And we are talking about an incredible subject. Wir sprechen über ein einzigartiges Thema. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Unbelief disguised as wisdom. Unglaube getarnt als Weisheit. What? Was? You know, I have so many people talk to me about wisdom and wise decisions they made. Und viele Personen sprachen zu mir über Weisheit und ihre weisen Entscheidungen, die sie getroffen haben. And then when you spend a little time with them and go deeper, you find out it's in reality all unbelief. Wenn man Zeit mit ihnen verbringt und tiefer geht, findet man heraus, dass alles Unglaube ist. You know, unbelief is such an evil thing in our heart. Unglaube ist so etwas Schlimmes in unseren Herzen. I'm going to give you some examples. Ich gebe euch Beispiele. Let's go all the way back to the book of Numbers. Lasst uns zurückgehen zum 4. Mose. Is it Numbers? Ist es 4. Mose Or is it Exodus? oder 2. Mose? I think it's Numbers. Ich glaube 4. Mose. We'll figure it out later. Das finden wir später heraus. Here's what happened. Folgendes passierte. Moses sent 12 spies in the promised land. Mose sandte 12 Kundschafter ins verheißene Land. They came back. The Bible actually says they gave an evil report. Sie kamen dann zurück und die Bibel sagt, dass sie einen schlimmen Bericht gaben. But it sounded like wisdom. Aber es klang nach Weisheit. They came back saying, we looked at these people, they're giants and we're little. That's not wise to go in there. Sie sagten, wir haben uns diese Menschen angeschaut. Sie sind riesend und wir sind klein. Es ist nicht weise, dorthin zu gehen. Here is what they said. Sie sagten, They said they eat their inhabitants like bread. sie essen die Bewohner wie Brot. Do you know what? Wisst ihr was? It's wise not to go against a big giant, isn't it? Es ist weise, nicht gegen Riesen vorzugehen, nicht wahr? It was unbelief. Es war Unglaube. Instead of them confronting the unbelief, they lived by human wisdom. Statt den Unglauben zu konfrontieren, lebten sie nach menschlicher Weisheit. Paul says Paulus sagt, that the wisdom of this world, the wisdom of God is foolishness to this world. dass die Weisheit Gottes Torheit für diese Welt bedeutet. But the wisdom of this world is also foolishness to God. Und auch, dass die Weisheit dieser Welt Torheit für Gott ist. Think about this. Denkt darüber nach. How many decisions we've made in our life that we called wisdom? Wie viele Entscheidungen trafen wir im Leben, die wir als weise bezeichneten? I'll give you an example. Hier ein Beispiel. In 2004, God said to me, pack up your whole family, move to America. 2004 sagte Gott zu mir, pack deine Familie zusammen und zieh nach Amerika. Is it wisdom to obey God, yes or no? Ist es Weisheit, Gott zu gehorchen, ja oder nein? Yes. Ja. Was it wisdom in this world? No. War es weise für diese Welt? Nein. If I would have listened to the wisdom of all of my friends, I would have actually walked in unbelief. Wenn ich auf die Weisheit aller meiner Freunde gehört hätte, dann wäre ich in Unglauben gewandelt. People said to me, Menschen sagten zu mir, what are you going to do when you get there? was wirst du machen, wenn du ankommst? I said, I don't know. Ich sagte, ich weiß es nicht. I guess I get out of the plane and say, God, I obeyed you. What do I do now? Ich steige aus dem Flugzeug aus und frage Gott, ich war gehorsam, was jetzt? People said to me, how are you going to pay your bills? Menschen fragten, wie bezahlst du deine Rechnungen? I don't know. Ich weiß es nicht. How are you going to sustain your wife and your children? Wie willst du deine Frau und Kinder versorgen? I don't know. Ich weiß es nicht. See, nothing that I did moving to America was natural human wisdom. Nichts, was ich machte, als ich in die USA zog, war in der Tat menschlich gesehen weise. I walked by faith because God simply told me to do it. Aber ich lebte im Glauben, weil Gott mir gesagt hatte, das zu tun. Wisdom would have been to figure everything out, to calculate everything, to have everything right. Weisheit wäre gewesen, alles genau auszukundschaften, zu kalkulieren, um alles richtig zu machen. As they say in English, have all your ducks in a row. Ein englischer Ausdruck sagt, alle Enten in einer Spur haben. Frei übersetzt, alles im Griff haben. You don't have that in Portuguese. It's a very nice expression. You have everything perfectly organized and perfectly planned. Es ist ein sehr netter Ausdruck. Man hat alles perfekt organisiert und geplant. Is it wrong to plan things? Ist es falsch, Dinge zu planen? Well, it can be. Kann sein. I'm a very organized man. Ich bin ein sehr organisierter Mann. But a lot of the planning that we do is actually not even wisdom, it's unbelief. Aber viele Planungen, die wir machen, haben mit Weisheit nichts zu tun und sind eigentlich Unglaube. Because rather than following what God says and trusting Him, we are now trying to take things in our own hands. Denn statt das zu befolgen, was Gott sagt und ihm wahrlich zu vertrauen, versuchen wir jetzt, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. So you always have to ask yourself this question. Du musst dir immer die Frage stellen, Is it wisdom of this world or is it truly the wisdom of God? ist es Weisheit dieser Welt oder wirklich Weisheit Gottes?
And if you learn to understand walk by faith, Und wenn du lernst, im Glauben zu leben, many times when you walk by faith, you do things that don't even make sense. wenn du dann im Glauben wandelst, macht vieles, was du tust, keinen Sinn. Literally, I've done things where everybody around me shook my head and said, "You are so unwise." Ich habe buchstäblich Dinge getan, wo jeder um mich herum nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, du bist so unweise. It's never unwise to follow your belly Es ist nie unweise, seinem Bauchgefühl zu folgen, if your belly has learned to be programmed right. wenn dein Bauch gelernt hat, richtig programmiert zu sein. So I walk by faith and I don't worry what people around me think. Ich wandle im Glauben und mache mir keine Sorgen, was Menschen um mich herum denken. I'm going to go a little bit further back. Ich werde etwas weiter zurückgehen. Because only 3 days ago, I celebrated 35 years of being married to Debbie. Vor ein paar Tagen habe ich mit Debbie den 35. Hochzeitstag gefeiert. When I married her, Als ich sie geheiratet habe, there was not one person who agreed with me marrying Debbie. gab es nicht eine Person, die mir zugestimmt hätte, sie zu heiraten. Everybody said to us, this marriage is going to fail. Jeder sagte uns, diese Ehe wird in die Brüche gehen. That's not wise to marry. Es ist nicht weise, sie zu heiraten. You don't even match. Ihr passt nicht einmal zusammen. She's older than you, she's taller than you, Sie ist älter als du, sie ist größer als du, she's stronger than you, sie ist stärker als du, she has a different mentality, sie hat eine andere Mentalität, doesn't speak your language. sie spricht keine Sprachen, Everything you like, she doesn't like. alles, was du magst, gefällt dir nicht. She likes the beach, you like the Alps. Sie mag den Strand, du magst die Berge. She likes 35 degrees, you like negative 15. Sie mag 35 Grad, du magst minus 15 Grad. It's not gonna work. Es wird nicht funktionieren. Well, ask her if it's worked. Nun frag sie, ob es funktioniert. 35 years later, yes, it worked. 35 Jahre später, ja, es funktioniert. You see, what's wisdom and what's unbelief? Was ist Weisheit, was ist Unglaube? Many times what we define as wisdom is nothing else but unbelief with the cloak of wisdom. Sehr oft ist vieles, das wir als Weisheit definieren, Unglaube getarnt als Weisheit. Are you ready for an incredible phrase that just popped into my heart? Bist du bereit für einen unglaublichen Satz, der mir gerade ins Herz gefallen ist? Out of nowhere. Aus dem Nirgendwo. So that can only be the Holy Spirit. Das kann nur der Heilige Geist sein. Many times, walking by faith actually looks like stupid. Sehr oft schaut der Wandel im Glauben eigentlich dumm aus. Think about this. Denkt darüber nach. So many times when you walk by faith, you look completely unwise to the people around you. Sehr oft, wenn du im Glauben wandelst, siehst du für die Leute um dich herum völlig unklug aus. Jesus walks in the water Jesus ging auf dem Wasser and he says to Peter, come. und sagte zu Petrus, komm. That was not very wise. Das war nicht sehr weise. It could have killed him. Es hätte ihn umbringen können. Think about it. Denk darüber nach. If you watch the life of Jesus, there's many things that Jesus did Wenn du das Leben Jesu betrachtest, gibt es viele Dinge, die Jesus tat, did not even look very wise. die nicht im geringsten weise erschienen. So you've always asked yourself the honest question, and please be very honest. Du musst also immer diese ehrliche Frage stellen und bitte sei wirklich sehr ehrlich. What is a wise decision? Was ist eine weise Entscheidung? Look deep inside of your heart and see if there's unbelief behind that wise decision. Schau tief in dein Herz und schau, ob hinter dieser Entscheidung vielleicht Unglaube steckt. If you can say, I honestly do this, I walk by faith, then you are fine. Wenn du sagen kannst, ich mache das wirklich, ich lebe im Glauben, dann ist alles in Ordnung. But if you say, I'm doing this because in reality, I'm not really walking in faith, Wenn du aber sagst, ich mache das, aber in Wirklichkeit wandle ich dabei nicht im Glauben, then you have unbelief and you put a coat of wisdom on it. dann hast du Unglauben, der sich als Weisheit verkleidet. Look, I had to move to a house recently. Kürzlich musste ich in ein anderes Haus umziehen. My contract with the old house was over. Der Vertrag war abgelaufen. Is it wisdom to go and look for a house? Ist es weise, nach einem Haus Ausschau zu halten? Well, it could be. Das könnte sein. But you know what I said? Aber wisst ihr, was ich sagte? I said, let the house look for me. Lass das Haus nach mir suchen. That's not wisdom. Das ist aber nicht weise. It was wisdom. Es war Weisheit. Because I had faith in my heart that the right house is already mine. Everything is prepared because the new covenant worked. Ich hatte Glauben in meinem Herzen, dass das richtige Haus bereits mir gehört und alles vorbereitet ist, weil der neue Bund funktioniert. So my wife came and she said, Meine Frau kam und sagte, let me go house hunting. lass mich ein Haus suchen. She looked at the internet. Sie suchte im Internet. Hours and hours. Stundenlang. She connected with realtors. Sie setzte sich mit Maklern in Verbindung. I said, sweetheart,
we don't need to look for a house. The house is already looking for us. Ich sagte, Liebling, wir müssen nach keinem Haus suchen, das Haus sucht uns. You know what she said? Wisst ihr, was sie sagte? I know that, Ich weiß das, but I like aber ich mache das so gerne. dark houses. Wisst ihr, was ich tat? I visited houses with her just to please my wife. Ich habe mit ihr Häuser ausgeschaut, um ihr eine Freude zu bereiten. Do you know? Weißt du, To spend hours and days and weeks trying to find a house is not wisdom. Stunden, Tage und Wochen damit zu verbringen, ein Haus zu finden, ist nicht weise. That's only wisdom if you don't know Jesus and if you don't walk by the finished work of Das ist nur dann weise, wenn ihr Jesus nicht kennt und nicht im vollbrachten Werk am Kreuz wandelt. Everything that I need to serve God's purpose has been given unto me. Why do I still chase it? Wenn mir alles gegeben wurde, was ich brauche, um Gottes Auftrag zu erfüllen, warum sollte ich dann danach suchen? See, we call it wisdom. I call it unbelief. Wir nennen es Weisheit, ich nenne es Unglauben. And the house really did come to us. Das Haus kam wirklich zu uns. But you know what happened? Wisst ihr, was auch geschah? I have a friend that I connected recently that I played tennis with. Ich habe einen Freund, den ich kürzlich traf und mit ihm Tennis spielte. And this had such an impact on him. Das machte so einen tiefen Eindruck auf ihn. About the same time he had to move house, he has 2 little children, and the wife is pregnant with the third. Er musste auch umziehen mit 2 kleinen Kindern und seine Frau war mit dem 3. Kind schwanger. And he began to stress because his landlord told him very suddenly, Und er fing an, sich zu stressen, denn sein Vermieter sagte ihm ganz plötzlich, raus, Ende. because he had to move in. Denn er musste einziehen Entered into panic, und verfiel in Panik. looking for houses. Er suchte nach Häusern. It's wisdom. Das ist Weisheit. Couldn't get out in 2 weeks, and your wife is pregnant, and you've got 2 little children, you better quickly do something. Wenn ihr in 2 Wochen ausziehen müsst mit 2 kleinen Kindern und einer schwangeren Frau, dann beeilt ihr euch besser und macht etwas. Do you know what he told me? Wisst ihr, was er mir sagte? He said, when you said that you don't have to look for a house because the house is already looking for you, that impacted me so much. Als du sagtest, du musst nicht nach einem Haus suchen, weil das Haus bereits nach dir sucht, hat mich das so beeindruckt. I said, I'm going to be in peace. Ich bleibe im Frieden. The house will come to me. Das Haus wird zu mir kommen. And an amazing house literally came to him. Ein wunderbares Haus kam zu ihm. But that's stupid. Das ist dumm. To have 2 little children, and one is about to come after you move in, and you don't have a place to stay. Man hat 2 kleine Kinder und eines wird noch kommen. Wenn man einziehen sollte, dann hat man ja keinen Platz zum Bleiben. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Whatever you do, if you call it wise, Was immer du machst und wenn du es weise nennst, just do this thing. mach einfach Folgendes. Search your heart Überprüfe dein Herz and see if there's unbelief behind. und schau, ob sich dahinter Unglaube versteckt. If you know you need to buy a car next year, Wenn du weißt, dass du nächstes Jahr ein neues Auto brauchst, put the money aside every month so you have the money to buy the car. That's wisdom. lege das Geld jeden Monat auf die Seite, damit du das Geld hast. Das ist weise. But if you accumulate money because you're afraid that you won't have enough money to do what you need to do one day in the future, that's not wisdom, that's unbelief. Wenn du Geld sparst, weil du Angst hast, nicht genug Geld zu haben, um das zu tun, was du eines Tages machen wirst, ist das nicht Weisheit, sondern Unglaube. How do you know? Wie weiß man das? Look into your heart. Überprüfe dein Herz. It's your wisdom motivated by unbelief, then it's unbelief disguised as wisdom. Wenn deine Angst deine Weisheit leitet, dann ist es nicht Weisheit, sondern Unglaube getarnt als Weisheit. Thank you for watching Daniel and Reinhard. Danke, dass ihr Daniel und mir zugeschaut habt. Subscribe to our YouTube channel. Abonniert den YouTube-Kanal, Click the like or the dislike. klickt gefällt mir oder gefällt mir nicht, Leave us a comment. hinterlasst uns einen Kommentar, Suggestion, disagreement, criticism, whatever makes you happy. Vorschläge, andere Meinungen, was auch immer euch glücklich macht. As long as you're happy after you wrote it. Solange ihr glücklich seid, nachdem ihr es geschrieben habt. Some people write some comments. Manche Menschen schreiben Kommentare. My team sends me and say, how do we respond to that? Mein Team schickt sie mir und fragt, wie sollen wir darauf antworten? I said, we don't defend us. Ich sage, wir verteidigen uns nicht. Neither do we justify. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Pray for this poor person. He must be in such a mess. Wir beten für diese Person, die muss so durcheinander sein. Poor person doesn't even have peace in their heart. Arme Person, die gar keinen Frieden im Herzen hat. But you can write whatever you want. Aber ihr könnt schreiben, was auch immer ihr wollt.